Heute bei den Lately News ist mittlerweile Klopapier mehr wert als Gold. Deswegen habe ich alle meine Goldbarren auch gegen Zewa Klopapier eingetauscht und lagere diese nun in Fort Knox. Allerdings muss ich den Flug nun vor jedem Toilettengang einplanen. Derweil werden in Thüringen immer wieder Dixie-Klos aufgebrochen, um das einlagige Klopapier zu klauen. Die Polizei startet jedoch keine Ermittlungen, da jeder, der einlagiges Klopapier klaut, schon geschlagen genug ist mit dem einlagigen Klopapier. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Schneeballsystemen. Dabei sollte man heute bei dem Klima froh sein, überhaupt noch Schneebälle zu erleben. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die RTL 2 Nachrichten auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus Berlin. Ich habe schon mehrfach betont, dass die Herrschaft der Maschinen kommen wird. Angeführt vermutlich von meinem Roomba, der leider auch meine dunkelsten Geheimnisse kennt. Denn seine Ladestation hat WLAN. Ein Fehler, der mir leider viel zu spät aufgefallen war, nämlich erst als mein Roomba meinen Rechner gesperrt hatte und nun von mir Lösegeld für das Freischalten verlangt. Jedes Mal, wenn der Screensaver angeht. Zum Glück nimmt mein Roomba auch Kekskrümel als Bezahlung. Etwas Ähnliches ist jetzt auch der Polizei passiert, als sie nachts in Berlin-Schöneberg zu einem Gebäude gerufen wurden, weil dort ein verdächtiges Licht umherging. Quasi Watergate 2. Dementsprechend rückte die Polizei mit 5 Streifenwagen an und umstellte das Gebäude. Als die Polizisten dann jedoch das Gebäude betraten, erlebten sie eine Überraschung. Denn der Verursacher war nur ein Mähroboter, der immer wieder die Ladestation in den Gebäude aufsuchte und dabei einen kleinen Lichtstrahl benutzte. Lachend gingen die Polizisten wieder weg, ohne sich jedoch zu fragen, warum ein Mähroboter in einem Gebäude unterwegs war, wo es gar keinen Rasen gab. Und genau so fing Terminator damals auch an. Währenddessen in Eberswalde. Wie vermutlich schon jeder mitbekommen hat, bin ich kein klassischer CDU-Wähler. Auch wenn mein Fake-News-Prozentsatz das vielleicht naheliegen würde. Der liegt nämlich bei minus 100% auf der Baron von Münchhausen-Skala. Trotzdem werde ich oft zu Terminen der CDU eingeladen. So saß ich vermutlich mehr aus Versehen auch in dem Lenkungsausschuss, der darüber entschied, ob die Bundeswehr Drohnen für 500 Millionen Euro kaufen sollte. Und als sich keiner für irgendwas entscheiden konnte, rief ich einfach: Was sind denn 500 Millionen? Dafür kriegt man nicht mal ein gescheites Regierungsterminal am BER. Und unter heiterem Gelächter wurde daraufhin der Auftrag an einen Sohn von Ursula von der Leyen vergeben, ohne eine öffentliche Ausschreibung selbstverständlich. Vielleicht hätte auch die CDU in Eberswalde mich um Input bitten sollen, als sie für eine Kommunalwahl die Stadt voll plakatierten mit einem Poster, auf dem leider unter der Überschrift Gute Bildung für die Zukunft ein spiegelverkehrter Globus abgebildet war. Sehr, sehr schwach, denn bekanntlich glauben 99% der Eberswalder immer noch daran, dass die Erde eine Scheibe ist und nicht eine Kugel. Derweil in Stockholm. Schweden ist ja für sein hervorragendes Sozialsystem bekannt, das sich ja, wie man weiß, alleine aus den Tantiemen der ABBA-Songs refinanziert. Hätte doch nur Helene Fischer mehr Erfolg, damit auch wir der Altersarmut etwas mehr entgegenwirken könnten, als nur auf die Tantieme von Wind of Change zu setzen. Jedoch macht den Schweden momentan eine Einbruchswelle zu schaffen, bei dem eine Person Autos auf Raststätten um Stockholm herum aufbricht. Und das nicht, um dabei die Wertsachen zu klauen, sondern einzig und alleine nur linke Schuhe mit der Größe 37. Mittlerweile wurden bereits 350 linke Schuhe mit Größe 37 in den letzten Wochen geklaut. Und dabei nicht nur Turnschuhe, sondern auch Cowboystiefel, Sandalen und Badelatschen. Die Polizei aus Stockholm bittet deshalb um internationale Mithilfe.
Falls Sie also jemanden sehen, der nur mit einem linken Schuh an den Füßen bekleidet ist, fragen Sie diese Person bitte unauffällig nach dessen Schuhgröße und wer den Text zu Waterloo geschrieben hat. Antwortet die Person mit 37 und natürlich der Manager von ABBA, Stig Andersen, melden Sie es bitte beim nächsten Deichmann. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Konecco Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Konecco Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Konecco, fragte ich mich, als ich morgens in einem billigen Hotelzimmer aufwachte, nachdem mich die Mannschaften der kompletten Damen-Volleyball-Liga abgeschleppt hatten. »Wo ist mein Konecco?« rief ich, als ich 2 frische Narben links und rechts auf Höhe meiner Nieren spürte, denn ich war nicht in einem Bett aufgewacht, sondern in einer Badewanne voll Eiswürfel. »Konecco! Wo ist mein gottverdammtes Konecco?« schrien in meinem Kopf deutlich mehr Stimmen als sonst, als ich meine Sachen zusammensuchte und über die Leichen mehrerer Prostituierte stieg. Dazu muss ich sagen, dass in billigen Berliner Hotelzimmern immer Leichen von Prostituierten aller Geschlechter liegen, deshalb sind die Hotelzimmer ja auch so billig. »Konecco! Wo ist Konecco?« brüllte ich, als ich das Zimmer verließ. »Konecco! Wo ist Konecco?« »Hier«, hörte ich eine zarte Stimme ein paar Meter weiter sagen, und auf einmal sah ich es. Das Konecco Magazin. Zumindest endet so mein Leserbrief, den ich an das Konecco Magazin schicke, weil mir das Magazin richtig gut gefallen hat. Deshalb sei nicht gewarnt, Konecco Magazin, die dunkelgrüne legt die Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort vor mir. Das waren die Late News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.